Ich möchte euch mal die sechsachsigen Güterzuglokomotiven der Baureihe 194 bzw. der ehemaligen E94 von Märklin näher bringen. Und der Grund dafür ist, dass ich vor ein paar Wochen eine 3322 von Märklin recht günstig in einem ziemlich guten Zustand bekommen konnte und sozusagen meine Variante aus Österreich hier ergänzt habe. Märklin hat die 3022 ab 1964 auf den Markt gebracht. Hier ein Katalogbild aus dem 1964er Katalog. Und die Vorbildlokomotive wurde ab 1940 wohl als Nachfolger der E93 gebaut. Und bis Ende des Zweiten Weltkrieges gab es davon wohl 146 Stück. Die DB hat dann nochmal von 1954 bis 1956 weitere 43 Modelle geordert. Und als markanteste bauliche Veränderung wurde wohl Ende der 50er Jahre größere Dachschirme über den Stirnfenstern verbaut und Anfang der 60er Jahre wurde das dritte Stirnlicht auf den Vorbau aufgesetzt. Märklin hat das Modell 3022 dann von 1964 bis 1981 in 6 verschiedenen Varianten herausgebracht. Parallel dazu gab es dann von Märklin unter der 3052 die österreichische Ausführung in der grünen Variante von 1965 bis 1967, damals noch als Hammo-Modell, aber die ersten Hammo-Modelle wurden als Dreileiter-Wechselstrommodelle herausgebracht und die 3052 ist heute nur als fast unbezahlbares Sammlermodell noch irgendwo zu bekommen. Zum Original ist dann zu sagen, dass 1974 wohl eine einzige Lokomotive, die 194, 178, wohl in der Ozeanblau-beigen Variante umlackiert wurde. Aber das, wie gesagt, nur mit einem einzigen Modell. Und weil das so selten wohl anzutreffen war im Original, wurde es auch die blaue Mauritius genannt. Das war mir bis dahin auch völlig unbekannt. Natürlich nicht ganz so exklusiv wie die Briefmarke, aber vielleicht doch ein bisschen was Besonderes. Von Märklin gibt es das Modell, die 3422, gebaut von 1994 bis 1996, damals mit einem Delta-Decoder ausgerüstet. Und Ende 1988 wurden dann wohl die 194er im Original alle ausgemustert. Märklin hat dann sozusagen 1982 nahtlos die 3022 abgelöst durch die 3322 und bei der Lokomotive dann nicht nur die Modellnummer geändert, sondern ihr auch einen elektronischen Umschalter spendiert. Das müsste ein Bild aus dem 1984er Katalog sein und das ist die erste Variante der 3322. Ich selbst habe dann die zweite Variante, diese wurde gebaut ab 1986 und ich habe hier mal zum Vergleich auf der linken Seite die erste Variante und auf der rechten Seite meine zweite Variante und das sind hier mit die markantesten Merkmale. Das heißt, einmal hat sich oben der Dachstromabnehmer geändert, der wurde hier komplett neu konzipiert. Dann könnt ihr auf dem linken Bild sehen, dass wir hier noch die kurze Variante des Dachüberstandes haben. Auf der rechten Seite seht ihr, dass das Dach hier ein ganzes Stück über den Vorbau übersteht. Und auf der linken Seite habt ihr noch die silbernen Handläufe am Aufstieg und auf der rechten Seite in der neueren Version sind diese dann komplett geschwärzt. Und hier die Lokomotive nochmal von der Seite und dann seht ihr, dass oben die Dachfarbe sich verändert hat. Wir haben jetzt also hier so ein Silbergrau und nicht mehr dieses silber durchgefärbte Dach. Und auf der Seite haben wir jetzt hier einen ganz markanten weißen Streifen. Und was in dieser Variante wohl auch zum ersten Mal ist, dass wir vorne an den Vorbauten 2 unterschiedliche Stirnseiten haben. Habe allerdings vergessen, die eine zu fotografieren, deswegen sind die Bilder hier ein bisschen unterschiedlich, ist aber definitiv die gleiche Lokomotive, einmal Führerstand 1 und einmal Führerstand 2. Und damit kommen wir zu der orangefarbenen Variante Österreich. Die hatte ich in einem früheren Video schon mal vorgestellt und da ich immer noch keine österreichischen Güterwagen habe, habe ich wieder meine Tinplate-Wagen angehängt. Damit muss die Lok hier mal Vorlieb nehmen. Das ist von Märklin das Modell 3159. Diese wurde gebaut von 1981 bis 1986. Und hier im direkten Vergleich könnt ihr sehen, dass hier bei der österreichischen Lok der Dachüberstand vorne auch wieder kürzer ist, dass das Dach noch silber ist und die älteren Pantographen noch auf dem Dach montiert sind. Kleines Kuriosum gibt es hier, und zwar die ehemalige grüne Variante
damals die 3052 von Märklin. Wurde von Märklin dann hier in der orangen Variante produziert unter der 3159. Und ich meine, damals hat mich schon mal jemand darauf hingewiesen und ich habe jetzt im Internet auch nochmal geschaut. Und zwar im Original wurden die Lokomotiven, die nach Österreich gegangen sind, ursprünglich grüne Variante, von 1967 bis 1980 modernisiert. Und während der Modernisierung wurden die 3 Fenster vorne in der Front durch 2 größere Fenster ersetzt. Und nur diese modernisierten Lokomotiven wurden dann eigentlich in diesem Blutorange lackiert. Und deswegen dürfte es die Variante, die Märklin hier produziert hat, eigentlich gar nicht geben. Entweder in grün mit 3 Frontscheiben oder die orange Variante, dann aber nur 2 Frontscheiben. Da könnt ihr mich also auch gerne korrigieren, bin mir da nicht sicher, habe auch nur die Informationen hier aus dem Netz. Aber ich glaube, dass Märklin hier sozusagen eine Modellvariante herausgebracht hat, die es im Original so gar nicht gegeben hat. Märklin hat dann in den 90er Jahren noch weitere Varianten herausgebracht, und zwar einmal die 3335, die Deutsche Reichsbahn-Ausführung, gebaut von 1993 bis 1998. Dann wieder eine DB-Ausführung, und zwar die 3722, diese wurde von 1994 bis 1997 gebaut, damals in der Variante Digital und 5-Sterne-Motor. Parallel dazu ab 1994 die 3422 von 1994 bis 1996, die ich vorhin schon mal kurz gezeigt hatte, in einer Delta-Ausführung, die sogenannte blaue Mauritius. Und 1996 dann die 33221 Österreich-Ausführung in der Delta-Variante, müsste ein Sondermodell gewesen sein. Märklin hat danach natürlich in den 2000ern noch jede Menge weitere Varianten herausgebracht. Für mich allerdings nicht ganz so interessant, weil ich mich eher auf die alte 3022 konzentrieren würde. Vielleicht interessant noch die 3422, die blaue Mauritius. Würde mich auch noch interessieren bei Gelegenheit. Die neueren Varianten eher dann nicht mehr so. Und damit bin ich dann eigentlich durch mit der Baureihe 194 bzw. E94 von Märklin. Gebaut ab den 60ern bis Mitte der 80er, das sind für mich die interessantesten und wichtigsten Varianten. Mit der blauen Mauritius, der wahrscheinlich falschen ÖBB-Ausführung von Märklin. Wenn ihr dazu mehr wisst, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, auch wenn ich hier wieder irgendwas verdreht, verwechselt oder vergessen haben sollte, würde mich das sehr interessieren. Ich danke euch erstmal wieder fürs Zuschauen und bis demnächst.